Dieses Rezept dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Es gibt asiatische Guao-Bao. Wirklich ein Traum und was ihr beachten müsst, das verrate ich euch. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal und auch heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. In dieser Schüssel befindet sich Weizenmehl. Normalerweise gerne Dinkel, aber es ist asiatisch, also Weizenmehl. Könnt ihr natürlich austauschen und dazu gebe ich ein bisschen Zucker. Die genauen Zutaten, wie immer, findet ihr unter diesem Video. Dann noch ein bisschen Salz. Und es ist ein tolles Rezept, hier mit meinem Hefewasser. Das heißt, eine selbst hergestellte Hefe, die richtig lecker bekömmlich und so gut für euren Körper ist. Wie man das Ganze macht, verrate ich euch oben rechts unter dem i. Dann habe ich hier ein bisschen Milch. Die Veganer unter euch können das auch mit Pflanzenmilch austauschen. Wobei ich noch nicht weiß, womit ihr Schweinebauch austauscht. So, dann ein bisschen Öl. Aber generell könnt ihr das ja auch vielleicht mit Tofu austauschen. Das heißt, das sind richtig tolle Sandwichbrötchen. Und ich zeige euch, was ihr dabei wirklich beachten müsst, damit das auch bei euch richtig gut gelingt. So, der Teig geht jetzt hier in meine Küchenmaschine. Da kommt einmal hier der Spritzschutz drauf, damit das mit dem Mehl hier nicht durch die ganze Küche fliegt. Einmal anschalten und dann, seht ihr, nehme ich die geringste Stufe für circa 1 Minute und erst dann erhöhe ich die Geschwindigkeit ein bisschen und lasse den Teig so circa 10 bis 15 Minuten kneten. Wenn ihr das Mehl mit Dinkelmehl austauscht, dann hat dies ja ein schwacheres Glutengerüst und da knetet den Teig bitte nur 5 bis 8 Minuten lang. So, hier arbeitet alles schön und guckt mal, nach circa 10-15 Minuten habt ihr so ein richtig tolles Ergebnis. Und ich kann euch sagen, ihr könnt davon wirklich einen Vorrat machen. Meine Familie kriegt da nicht genug von. Ich liebe diese Brötchen. Die Sandwich-Brötchen habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Verlinke ich euch oben rechts. Die sind schon klasse, aber das ist wirklich ein Traum. So, noch 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Das Gerät hört direkt auf, richtig klasse. Und dann können wir schon mal weiter loslegen. Ich hole jetzt hier erstmal meine Schüssel raus. Oh, der ist doch toll geworden, oder? So richtig schön geschmeidig. Und das ist ein ganz tolles Rezept, was ihr auch wieder variieren könnt. Das heißt, die Brötchen macht ihr einfach fertig und die Füllung könnt ihr auch nicht asiatisch machen. Also, wenn ihr die Zutaten nicht zu Hause habt oder das auch nicht mögt. Ich mache hier jetzt bei meinem Teig erst einmal mein Bienenwachstuch drauf. Ihr könnt selbstverständlich bei euch jeden anderen Deckel hier auch eben verwenden. Ich mag das ganz gerne. Schade bei Kenwood Cooking Chef, ich mag die Maschine total gerne, aber es gibt keinen passenden Deckel für die Rührschüsseln. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. So, während der Teig schon am Aufgehen ist, könnt ihr schon mal den Schweinebauch hier vorbereiten. Wie gesagt, die genauen Zutaten findet ihr unten unter diesem Video. Ich schneide mir die so circa, ja, 1 mal 1 Zentimeter. Ihr könnt die auch größer oder kleiner machen, aber ich finde, weil das kleine handliche Brötchen werden, mache ich die Stückchen auch ein bisschen kleiner, wobei die natürlich beim Schmoren auch noch mal ein bisschen einsacken. Da guckt einfach ein bisschen und ich war ein bisschen skeptisch. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Freund von Schweinebauch. Ich esse das mal, wenn das vielleicht um ein schönes Schweinefilet rumgewickelt ist. Aber dass ich das jetzt nur esse, ich hätte nicht gedacht, dass das so lecker ist. Ich habe hier meinen Topf, meinen gusseisernen Topf und da habe ich nichts reingegeben, sondern wirklich nur den Schweinebauch und schmore das jetzt richtig schön an. Also das soll ein bisschen Farbe kriegen. Das reicht hier schon. Also ist vielleicht sogar ein Ticken schon zu viel. Das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr das viel, also stark kross macht, dann wird es natürlich auch ein bisschen härter. Das mag nicht jeder. So, hier noch ein bisschen Gemüsebrühe rein. Dann habe ich hier eine Hoisin-Soße. Ich verlinke euch die auch nochmal, wo ihr die findet. Dann habe ich hier noch eine Austernsoße. Also es wird sehr asiatisch, aber ich kann euch echt empfehlen, das nachzukochen. Richtig lecker. So, dann noch ein bisschen Sojasauce. Verlinke ich euch natürlich auch alles. Und dann noch ein bisschen Honig. Ich hatte schon überlegt, ob ich da vielleicht Zuckerrübensirup mache, aber ich habe mich jetzt erst einmal so an das Rezept gehalten. Das Einzige, was ich weggelassen habe, ist der Sake. Den könntet ihr mit Wein, Sherry ersetzen. Ich habe jetzt einfach nur Wasser hinzugegeben und habe den Sake komplett weggelassen.
Könnt ihr aber sonst noch hinzufügen, ich schreibe es euch unten rein. Und der Teig ist zwischenzeitlich schön aufgegangen und jetzt kommt etwas Wichtiges. Ihr könnt eure Arbeitsfläche ein bisschen einölen oder ihr nehmt ein bisschen Mehl. Und zwar hier ist wirklich, die Dosis macht das Gift. Bitte, bitte, auch beim Öl ganz vorsichtig. Es ist nicht schlimm, wenn ihr zu viel macht, aber wenn ihr von dem Öl zu viel nehmt, dann werden die Brötchen zwar schön fluffig, gehen auch gleich beim Dampfgarer auf, aber sie kriegen so Verfärbungen. Also die sind dann zweifarbig und das sieht einfach nicht so schön aus. Ihr müsst wirklich ganz, ganz dezent mit dem Öl sein. Wenn ihr es hinbekommt, macht gar kein Öl und nur später so ein bisschen in die Mitte drauf, beim Zusammenklappen. Zeige ich euch aber gleich noch. So, ich zerteile jetzt hier erst einmal meinen Teig in schöne Stückchen und der ist wirklich toll, der Teig. Und dadurch, dass diese Brötchen nicht im Backofen gebacken werden, sondern in meinem Bambusdampfgarer, ganz asiatisch, also die Brötchen werden auch tatsächlich gedämpft, haben die nochmal so eine ganz andere und vor allem sehr fluffige Konsistenz. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Das ist so lecker. Und ihr hört schon wieder, ich schwärme, aber wirklich zurecht. So, ich schneide mir das jetzt hier erstmal, beziehungsweise forme es mir zurecht, aber die sind noch ein bisschen groß. Ihr könnt das selbstverständlich so lassen, aber es sollte ein bisschen handlicher sein. Deswegen habe ich die jetzt noch mal kurz eingeteilt. So, okay, jetzt habe ich es eingeteilt. Und dann habe ich oben mein Nudelholz. Das habe ich auch schon ein bisschen eingefettet. Das müsst ihr nicht unbedingt, also beim nächsten Mal werde ich auch einfach nur ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche geben und dann mit der Hand so ein bisschen Fett dann beim Zusammenklappen machen. Die Sandwichbrötchen gesehen haben, wissen, was jetzt passiert. Also es wird ein bisschen ausgerollt. Das kann man auch mit den Händen machen, wie ihr seht. Zusammengeklappt und dann ab in den Dampfgarer oder hier eben und dann nehmt ihr eben gleich das Nudelholz. Aber ihr seht, mit den Fingern geht das auch. Natürlich mit dem Nudelholz ist es ein bisschen feiner. Auch das verlinke ich euch nochmal eben unten. Und bald fängt das neue Jahr an, 2022. Habt ihr da schon Vorsätze? Nehmt ihr euch überhaupt etwas vor? Wenn ja, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. So, und ich habe jetzt hier mein Wasser schon am Kochen. Da geht jetzt der Dampfgarer drauf. Es ist sehr heiß. Und so circa 15, maximal 20 Minuten später ist das Ganze fertig. Guckt mal. Wenn ihr wenig Öl genommen habt, sieht es genau so aus. Traumhaft lecker, aber wirklich noch sehr heiß und weich. Das heißt, wir können uns jetzt an die Füllung machen. Hier hinten seht ihr schon den geschmorten Schweinebauch. Der kommt als erstes hinein. Oh, und das hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich bin gar nicht so der Fan von Schweinebauch. Aber das ist richtig lecker. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, nachdem ihr das ausprobiert habt, wie euch das geschmeckt hat. Dann habe ich hier noch ein bisschen klein geschnittene Gurken. Die habe ich einfach ganz fein gemacht, ein bisschen Sesam. Und dann habe ich es für die ganze Familie nochmal eben vorbereitet, damit keiner warten muss, sondern wirklich alle direkt zugreifen können. So, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und genießt es. Und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und herzliche Grüße, eure Emma.